Im Herzen des endlosen Ozeans verbirgt sich eine Insel, die auf den ersten Blick ganz gewöhnlich erscheint. Jeder Forscher, der sich ihren Ufern nähert, spürt eine unsichtbare Spannung in der Luft. Legenden über die geheimnisvolle Insel werden von Generation zu Generation unter den einheimischen Seeleuten weitergegeben. Man erzählt sich, dass sich die Tiere auf diesem Stück Land seltsam verhalten. Sie meiden jeglichen Kontakt mit Menschen, was ihren natürlichen Neugierinstinkten widerspricht. Der erste Schritt auf die Insel ist ein Eintauchen ins Unbekannte. Die von den ständigen Sturmwinden gebeugten Bäume wirken wie stumme Zeugen geheimer Ereignisse. Die von Wurzeln durchzogenen und mit Moos bedeckten Pfade führen tief in den Wald, wo eine bedrückende Atmosphäre herrscht. Die Wissenschaftler, die hierher gekommen sind, versuchen keine Zeit zu verlieren. Sie schlagen ihr Lager direkt am Wasser auf und blicken zum Horizont, um auch nur die kleinsten Anzeichen von Merkwürdigkeiten zu entdecken. Die erste Nacht vergeht in angespannter Erwartung. Nur das Rascheln der Blätter und die Schreie der Tiere durchbrechen die Stille. Doch keiner von ihnen wagt es, sich dem Lager zu nähern. Die Forscher stellen Fallen mit Kameras auf, doch die Aufnahmen bestätigen nur eines: Die Tiere bleiben schon lange stehen, bevor sie ins Blickfeld der Kamera geraten. Als ob eine unsichtbare Wand sie zurückhält. Vor Sonnenaufgang, wenn der Nebel die Insel noch umhüllt, machen sich die Wissenschaftler ins Inselinnere auf. Sie finden Spuren, die zu großen Säugetieren gehören, doch alle meiden die Wege der Menschen. Bald wird eine weitere Anomalie entdeckt. Die Spuren enden abrupt, als hätten die Tiere plötzlich ihre Richtung geändert. Das verstärkt nur die Spannung. Welche Kraft steuert ihr Verhalten? Doch die Geheimnisse der Insel beginnen sich erst zu offenbaren. Bald werden die Wissenschaftler auf etwas stoßen, das in den Tiefen dieses Landes verborgen liegt und Licht auf den Grund für das seltsame Verhalten der einheimischen Fauna werfen könnte. Die Tiere sind voller Angst. Eine unsichtbare Barriere. Aber was bringt die Tiere dazu, die Menschen zu meiden, als würden sie auf diesem geheimnisvollen Land eine Bedrohung spüren? Die Wissenschaftler setzen ihre Forschungen fort und bleiben dabei ständig wachsam. Sie bemerken, dass selbst die kleinsten Lebewesen Orte meiden, an denen kürzlich Menschen vorbeigekommen sind. Es scheint, als wären es einfache Waldbewohner. Doch ihr Verhalten steht in starkem Kontrast zu dem, was man gewohnt ist und erwartet. Eichhörnchen, normalerweise verspielt und neugierig, fliehen blitzschnell, sobald sie die Anwesenheit von Menschen vermuten. Die Vögel beobachten die Aktivitäten der Wissenschaftler nicht etwa neugierig, sondern ziehen es vor, Abstand zu halten, breiten ihre Flügel aus und verschwinden am Himmel. Die geheimnisvolle Aura der Insel zieht die Forscher immer tiefer in ihr grünes Inneres. Sie beschließen, ihre Taktik zu ändern und die Nacht nicht im Lager, sondern vollständig in das Dickicht des Waldes eingetaucht zu verbringen, in der Hoffnung zu sehen und zu verstehen, was dort tatsächlich vor sich geht. Doch die Nacht bringt mehr Fragen als Antworten. In der Dunkelheit sind Geräusche zu hören, die an Rascheln und Bewegungen erinnern, doch die Tiere bleiben weiterhin außer Sichtweite. Es scheint, als würde die Insel selbst ihnen raten, Abstand zu halten, indem sie einem unsichtbaren Befehl unterwirft. Am nächsten Tag beschließt die Gruppe von Wissenschaftlern, die Ufer der Insel zu erforschen, wo häufig Meereslebewesen und Vögel gesichtet werden. Doch auch hier stoßen sie auf dasselbe Rätsel. Die Tiere meiden ihren Weg. Es entsteht der Eindruck, als würde die gesamte Natur ringsum einem uralten Instinkt folgen, der sich mit Logik und Wissenschaft nicht erklären lässt. Vor den Forschern steht nun eine neue Aufgabe: die verborgenen Kräfte zu entdecken, die für das menschliche Auge unsichtbar bleiben, aber für die Bewohner der Insel offensichtlich sind. Welches Geheimnis verbirgt dieses Land? Die Antwort könnte näher sein, als sie denken, und sie könnte Licht auf die unsichtbare Barriere werfen, die die Tiere vor dem Eindringen des Menschen schützt. Geheimnisse im Boden, uralte Artefakte. Während ihrer Reise über die Insel stoßen die Wissenschaftler auf eine unerwartete Entdeckung. Im Wald, unter einem dichten grünen Blätterdach, finden sie seltsame Steingebilde. Diese Konstruktionen sind offensichtlich keine natürlichen Formationen. Die Formen sind zu regelmäßig, die Linien zu klar. Mit Moos und Flechten bedeckte Steine erzählen von einer alten Geschichte, die unter der Erde verborgen liegt. Einer der Funde erregt besondere Aufmerksamkeit. Ein massiver Steinkreis, der an einen uralten Altar erinnert. Mehrere Tage lang arbeiten die Forscher unermüdlich daran, die Stätte der alten Artefakte freizulegen. Sie entdecken Schnitzereien auf der Oberfläche der Steine, die Szenen mit Tieren und Menschen darstellen. Jede Abbildung trägt eine Geschichte in sich, doch die Bedeutung dieser Botschaften bleibt ein Rätsel. Inzwischen registrieren magnetische Instrumente anomale Messwerte, als ob die Erde selbst veränderlich wäre. Die Ausgrabungen gehen weiter und die Wissenschaftler finden im Boden vergrabene Gegenstände, Keramikscherben, grob gefertigte Werkzeuge und Knochen. All dies weist auf die Existenz einer alten Zivilisation hin, deren Kultur diese Bauwerke gewidmet sind. Die unerwartete Entdeckung alter ritueller Masken regt zum Nachdenken über schamanische Rituale an, die möglicherweise mit dem Verhalten von Tieren in Verbindung stehen. Die Wissenschaftler dokumentieren jeden Fund sorgfältig in der Hoffnung, dass eine detaillierte Analyse die Geheimnisse der alten Bewohner enthüllen wird. Doch die Rätsel der Insel beschränken sich nicht nur auf materielle Zeugnisse. Rund um die alten Artefakte wird ein verändertes Verhalten der Tiere beobachtet. Sie meiden diese Orte, als ob sie Angst hätten, sich zu nähern.
Es scheint, als bewahre die Insel Erinnerungen an die Vergangenheit und übermittle sie ihren Bewohnern durch unsichtbare Kanäle. Während die Wissenschaftler versuchen, die Botschaft der Vergangenheit zu entschlüsseln, wird das Gefühl, einer großen Offenbarung nahe zu sein, unerträglich. Was genau verbirgt sich in den Tiefen dieses Landes? Jeder Schritt nach vorn bringt sie der Antwort näher, die alles Bekannte über das Zusammenspiel von Mensch und Natur auf dieser geheimnisvollen Insel verändern könnte. Magnetische Anomalie. Ein Land, das sein Verhalten verändert. Die Forscher, die die seltsame Anomalie entdeckt haben, erkennen bald, dass sich das Magnetfeld der Insel völlig unvorhersehbar verhält. Die Kompasse, die sie benutzen, beginnen falsche Richtungen anzuzeigen, was die Wissenschaftler an der Zuverlässigkeit ihrer Instrumente zweifeln lässt. Abseits des Lagers gibt es Bereiche, in denen sich die Kompassnadel unaufhörlich dreht, als ob böse Zauber sie lenken würden. Dieser Ort entzieht sich den Naturgesetzen, die der modernen Wissenschaft bekannt sind. Speziell mitgebrachtes Equipment deckt Störungen des Magnetfelds in verschiedenen Teilen der Insel auf. Die Geräte registrieren plötzliche Ausschläge, als ob unsichtbare Kräfte versuchen würden, die gewohnte Ordnung der Dinge zu verändern. Diese Anomalien stimmen mit den Zonen überein, in denen Tiere besonders vorsichtig sind und den Menschen aus dem Weg gehen. Es scheint, als ob das Erdinnere selbst versucht, seine Bewohner vor äußeren Eingriffen zu schützen. Die Wissenschaftler beginnen, Experimente durchzuführen, um die Natur dieser magnetischen Anomalien zu verstehen. Sie installieren Sensoren und zeichnen Daten auf, um Muster zu erkennen. Diese Versuche sind jedoch mit Schwierigkeiten verbunden. Solche Phänomene lassen sich nicht allein durch natürliche Faktoren erklären, was bei allen, die an der Forschung beteiligt sind, Interesse und Verwunderung hervorruft. Als sie tiefer in die Untersuchungen eintauchen, bemerken die Wissenschaftler, dass die magnetischen Anomalien mit den Orten verbunden sind, an denen antike Artefakte gefunden wurden. Diese Entdeckung bringt sie auf den Gedanken, dass möglicherweise alte Rituale, die hier durchgeführt wurden, Spuren hinterlassen haben, die bis heute die Erde beeinflussen. Jeder Fund fügt der komplexen Mosaiklandschaft der Insel neue Elemente hinzu. Schon bald beschließen die Forscher, mehr Aufmerksamkeit auf ihre Arbeit zu lenken. Dies könnte der Schlüssel zum Verständnis nicht nur des Verhaltens der Tiere, sondern auch der jahrhundertealten Geheimnisse sein, die in diesem Land verborgen sind. Die Natur selbst deutet darauf hin, dass die Lösung bereits nahe ist und sich im unpassendsten Moment offenbaren wird. Die auf der Insel verbrachte Zeit wird zu einer echten Prüfung sowohl für den wissenschaftlichen Verstand als auch für die Intuition. Denn hier birgt jeder Baum, jeder Stein seine eigenen Geheimnisse. Schamanische Überlieferungen. Das Erbe der urzeitlichen Bewohner. Auf der Insel, wo jeder Schritt neue Geheimnisse enthüllt, beginnen die Wissenschaftler, die Mythen zu erforschen, die mit den alten Bewohnern dieses Landes verbunden sind. Legenden, die aus dem Munde der Einheimischen gesammelt wurden, berichten von Schamanen, die Rituale durchführten, die das Verhalten der Tiere beeinflussen konnten. Diese Schamanen, so heißt es, verfügten über erstaunliche Fähigkeiten. Sie konnten mit der Natur kommunizieren und sie ihrem Willen unterwerfen. Man sagt, dass in uralten Zeiten die Tiere die Beschützer dieses Landes waren und die Rolle der Wächter der Insel übernahmen. Die Forscher vertiefen sich in die Untersuchung des Gebiets, in dem Artefakte entdeckt wurden. Sie finden Zeichnungen an den Wänden der Höhle, die Szenen darstellen, die Teil eines alten Rituals zu sein scheinen. Die Abbildungen zeigen Menschen mit Tiermasken, umgeben von tanzenden Tieren, als ob sie Teil einer mystischen Gemeinschaft wären. Diese Szenen untermauern die Hypothese, dass die alten Bewohner eigentümliche Rituale genutzt haben könnten, um die Fauna zu kontrollieren. Die Reise über die Insel führt die Wissenschaftler zu einer der bedeutendsten Entdeckungen. In einer der Höhlen finden sie eine alte Trommel, die mit Schnitzereien bedeckt ist und Anzeichen dafür zeigt, dass sie in religiösen Zeremonien verwendet wurde. Es stellt sich heraus, dass der Klang dieses Instruments in bestimmten Bereichen der Insel Resonanz erzeugen kann, was möglicherweise den Einfluss auf die Tiere erklärt. Die Wissenschaftler beschließen, ein Experiment durchzuführen. Sie rekonstruieren die auf den Zeichnungen dargestellten Rhythmen und bemerken bald, die Tiere halten für einen Moment inne, als würden sie einer längst vergessenen Melodie lauschen. Jede neue Entdeckung bringt die Wissenschaftler der Lösung des Rätsels näher. Alles Gefundene deutet darauf hin, dass die alten Bewohner über einzigartiges Wissen über die Wechselbeziehung zwischen Natur und Mensch verfügten. Doch ein vollständiges Verständnis wurde bisher nicht erreicht. Viele Fragen bleiben unbeantwortet. Wie konnten die Schamanen die Umwelt beeinflussen? Waren ihre Fähigkeiten das Ergebnis jahrelanger Praxis oder griff eine unbekannte Kraft ein? Die Spannung steigt, die Forschungen gehen weiter und immer deutlicher wird das Gefühl, dass im Inneren dieser Insel der Schlüssel zur Lösung eines großen Geheimnisses verborgen liegt. Gescheiterte Expeditionen, frühere Versuche, das Rätsel zu lösen. Es ist kaum zu glauben, aber diese Insel ist zu einem Ort geworden, mit dem zahlreiche gescheiterte Expeditionen in Verbindung gebracht werden. Geschichten über gescheiterte Versuche, das Rätsel zu lösen, werden als Warnung weitergegeben. Viele Forschergruppen machten sich mit der Absicht auf, die Geheimnisse der Insel zu lüften, doch ihre Bemühungen waren stets zum Scheitern verurteilt. Einer der ersten bekannten Versuche war eine Expedition im 17. Jahrhundert, als eine Gruppe von Forschern beschloss, das anomale Verhalten der Fauna zu untersuchen.
Doch ihre Untersuchung endete mit dem plötzlichen Verschwinden des Teams und es wurden keine Spuren mehr gefunden. Im 19. Jahrhundert brach eine weitere Expedition zur Insel auf. Diese Forscher wurden von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht, die ihre Reihen dezimierte und die Gruppe erheblich schwächte. Sie waren gezwungen, umzukehren, ohne ihre Ziele erreicht zu haben. Medizinische Zeitschriften jener Zeit erwähnen seltsame Symptome bei den Teilnehmern, die für bekannte Krankheiten untypisch waren. All dies bestärkte nur den Glauben daran, dass die Insel eine unbekannte Gefahr in sich birgt. Anfang des 20. Jahrhunderts versuchte eine weitere Gruppe von Wissenschaftlern, das Geheimnis der Insel zu lüften. Während ihres Aufenthalts fiel die Ausrüstung aus und ihre Aufzeichnungen berichteten von seltsamen Empfindungen und Halluzinationen. Letztendlich zwangen die Bedingungen sie dazu, ihre Versuche aufzugeben und zu evakuieren. Diese Reihe von Misserfolgen nährte Gerüchte über mögliche Flüche, die mit der Insel in Verbindung stehen. Moderne Forscher untersuchten die Daten früherer Expeditionen, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Sie bemühten sich, sicherere Forschungsbedingungen zu schaffen und richteten ihre Aufmerksamkeit auf die mystischen Aspekte der Legenden, die diesen Ort seit langem umgeben. Dennoch bleibt die Insel selbst mit modernster Technologie und sorgfältiger Vorbereitung ein unbeugsamer Hüter ihrer Geheimnisse. Die Frage, was sich hier tatsächlich verbirgt, bleibt weiterhin offen. Doch die Wissenschaftler verstehen, dass jede neue Entdeckung sie dem Verständnis der wahren Natur dieses geheimnisvollen Ortes näher bringt. Schallwellen, die schwer fassbare Sprache der Natur. Und gerade als die Wissenschaftler das Gefühl haben, der Lösung ganz nah zu sein, richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Geräusche. Nachts, inmitten der klirrenden Stille, bemerken sie ein erstaunliches Phänomen: kaum wahrnehmbare Schallwellen, die aus dem Boden dringen. Diese feinen Vibrationen, scheinbar unsichtbar für das menschliche Ohr, werden spürbar, wenn man sich auf sie einstellt. Die Wissenschaftler, ausgerüstet mit spezieller Tontechnik, beginnen diese Geräusche aufzuzeichnen, in der Hoffnung, darin den Schlüssel zum Verständnis des rätselhaften Verhaltens der Tiere zu finden. Jede Nacht bringt neue Entdeckungen. Die Geräusche haben eine seltsame, hypnotische Wirkung. Sie dringen ins Bewusstsein ein und erzeugen die Illusion, dass die Natur selbst einen Dialog führt. Einige Mitglieder der Expedition bemerken, dass die Geräusche an die Rhythmen uralter Trommeln erinnern, als würde die Insel zum Leben erwachen und ihre Geschichte durch Musik erzählen. Diese Schallwellen können auf die Tiere einwirken und eine unsichtbare Barriere um sie herum erschaffen. Untersuchungen zeigen, dass sich die Geräusche um bestimmte Punkte konzentrieren, an denen vermutlich unterirdische Strömungen verlaufen oder Artefakte liegen. Mit anderen Worten, die Insel spricht, indem sie die Sprache der Natur verwendet, die von den Menschen längst vergessen wurde. Mehrere Wissenschaftler führen ein Experiment durch, in dem sie Aufnahmen der Schallwellen in verschiedenen Teilen der Insel abspielen. Ihre Theorie besagt, dass diese Geräusche das verbindende Glied zwischen dem Magnetismus der Erde und dem Verhalten der Fauna sein könnten. Doch während des Experiments taucht ein neues Rätsel auf. Die Tiere beginnen sich noch seltsamer zu verhalten. Einige von ihnen, die früher Menschen gemieden haben, nähern sich für einen Moment, als wollten sie die Quelle des Geräusches verstehen. Diese Entdeckung bringt die Forscher zum Nachdenken. Möglicherweise sind diese Wellen nicht einfach ein zufälliges Naturphänomen, sondern Teil eines uralten Systems, das zum Schutz der Insel geschaffen wurde. Und obwohl die Wissenschaftler dem Verständnis dieses Phänomens näher gekommen sind, erkennen sie, dass die Insel weiterhin viele Geheimnisse birgt, die erst noch gelüftet werden müssen. Die Enthüllung dieses Geheimnisses ist eine Frage der Zeit und Geduld. Das Gefühl, an der Schwelle einer großen Entdeckung zu stehen, verlässt sie keine Minute. Die Kunst der Beobachtung. Die abschließenden Entdeckungen der Wissenschaftler. Mit der Zeit und der Ansammlung von Daten beginnen die Forscher, diese geheimnisvolle Insel besser kennenzulernen. Sie bemerken, dass jedes Tier ein einzigartiges Bewegungsmuster besitzt, das auf die lokalen Anomalien abgestimmt ist. Ständige Beobachtungen zeigen, dass die Tiere beim Durchqueren des Waldes nicht nur Menschen meiden, sondern sich auch von bestimmten Landabschnitten fernhalten. Diese Zonen stimmen mit Bereichen überein, in denen anomale Magnetfelder und Schallwellen auftreten. So beginnen die Wissenschaftler, an der Natürlichkeit dieser Phänomene zu zweifeln. Sie beschließen, detailliertere Untersuchungen unter Einsatz modernster Technologien durchzuführen. Bald wird klar, dass die Insel scheinbar ein eigenes Leben führt. Jeder Baum, jeder Stein und jedes Tier hier reagiert mit Vorsicht auf die Anwesenheit von Menschen. Eine solche Reaktion weckt Verdacht. Hat die Insel tatsächlich ein uraltes Schutzsystem, das ihre Bewohner überwacht und sie vor äußerem Eingriff schützt? Die Wissenschaftler setzen ihre Untersuchungen des Gebiets fort, sammeln Boden-, Pflanzen- und Wasserproben und versuchen, molekulare Beweise zu finden, die ihre Hypothesen bestätigen. Eines Tages stoßen sie auf eine erstaunliche Entdeckung. Auf einer alten Schnitzerei in einer der Höhlen sind Szenen dargestellt, die den heute auf der Insel beobachteten Tierhaltungen ähneln. Diese Kunstwerke scheinen Teil einer uralten Botschaft zu sein, die in den steinernen Wänden verborgen ist. Diese Entdeckung stellt die Vorstellung vom Alltäglichen in Frage, denn sie deutet darauf hin, dass die alten Bewohner über Kenntnisse der Natur und ihrer verborgenen Gesetze verfügten, von denen wir heute nur ahnen können.
Alles Gefundene weist auf ein komplexes Netz von Wechselwirkungen zwischen der Natur und der menschlichen Präsenz hin. Der Höhepunkt ist das Verständnis. Die hiesige Natur scheint zum Leben zu erwachen, als folge sie einem uralten Ritual. Die Wissenschaftler beginnen, alle Fakten und Beobachtungen zu systematisieren und versuchen, ein Gesamtbild zu schaffen, das so komplex und facettenreich ist, dass es die Vorstellungen vom Zusammenspiel des Menschen mit seiner Umwelt revolutionieren könnte. So bewahrt diese geheimnisvolle Insel nicht nur ihre Geheimnisse, sondern eröffnet auch eine neue Wissensebene, die der Menschheit bisher verborgen war. Am Ende ihrer Forschungen erkennen die Wissenschaftler, dass sie erst am Anfang der Entdeckungen stehen und die eigentliche Lösung noch vor ihnen liegt.